Um einen speziellen Sonnenschutz für die Frontscheibe und für die Seitenscheibe. Darum geht es in diesem Video. Herzlich willkommen dazu. Wir sind auf dem Camping Friesensee in Wittmund. Dort haben wir uns mit dem Hersteller von diesem Sonnenschutz getroffen. Er hat uns den installiert bzw. gezeigt, wie man den anbringt. Das vielleicht vorweg als Hinweis, dass ein Sonnenschutz, den nutzt man, wenn das Fahrzeug steht. Also den kann man nicht dran lassen während der Fahrt. Nicht, dass da Missverständnisse aufkommen. Der Hersteller bzw. die Firma ist in Schweden ansässig. Das sind aber Niederländer, die seit 20 Jahren in Schweden leben. Und auch ein Wohnmobil, ein amerikanisches Wohnmobil fahren, was wir hier sehen. Da sie selber ein Mobil mit einer großen Frontscheibe haben, haben sie nach Lösungen gesucht, wie hält man die Wärme der Sonneneinstrahlung draußen. Da haben sie eine Lösung gefunden, die wollen wir in diesem Video in allen Details zeigen. Das Ganze ist nicht neu, das gibt es schon einige Jahre. Ich habe das auch hier und da schon mal auf Camping- und Stellplätzen gesehen, den Sonnenschutz, und auch mit einigen schon darüber gesprochen. Die meisten waren sehr zufrieden damit. Und somit haben wir uns auch für dieses Produkt entschieden. Mit dabei sind Gudrun und Bernhard, sind Camperfreunde. Sie haben ein baugleiches Fahrzeug wie wir, ein Vario Star. Auch sie haben sich für diesen Sonnenschutz entschieden. Jetzt zum Hersteller-Ehepaar. Die stellen sich jetzt mal vor und erzählen uns ein bisschen was zu dem Produkt. Ja, vor mir stehen zwei junge Leute aus Schweden, sage ich mal so. Und zwar ist das ein Unternehmer-Ehepaar, die Sonnenschutz für Wohnmobile herstellen. Und die wollen uns jetzt mal ein bisschen erzählen, wie das so funktioniert und wie das so geht. Hallo Harco, hallo Rita. Wir sind Ingrid und Robert aus Schweden. Wir kommen eigentlich aus Holland, aber sind 20 Jahre zurück nach Schweden getauscht und dass das Leben besser ist. Dann haben wir ein Produkt entwickelt, das was hier auf das Wohnmobil liegt, das ist die Comfort Sunscreen 90. Das bedeutet, das stoppt 90% die UV-Strahlung. Man bekommt keine Kondens mehr drin und man kann nicht da hinschauen, aber man könnte das aussehen. Das Schönste ist, dass die Temperatur im Wohnmobil mit 8 bis 10 Grad nach unten geht. Und das ist das große Voordeel damit. Ja. Und das ist so genau angepasst an die Scheibenmassen, dass das auch richtig gut ist und schön ist. Ja. Dann ist das mit Magneten, die an die Innenseite von die Frontscheibe sitzen. Und in die Sonnenschutz ist auch eine Magnet. Und das macht das zusammen, das Produkt. Ja. Okay, das ist fest dadurch. Und man braucht auch keine Leiter, um das Ding ab und wieder dran zu machen. Nee. Da haben wir eine spezielle Holzspinne. Und da können wir in die Pockets da und so weiter, können wir die Pinne drin machen. Und dann schiebt man das nach die korresponderende Magnet. Ja, das zeigen wir ja auch nochmal, oder? Genau. Dann gucken wir gleich mal, wie das gemacht wird. Ein kurzer Blick zurück. Ich wollte schon länger, auch schon bei unserem alten Vario Star, so einen Sonnenschutz mir machen lassen. Ist daran gescheitert, Robert braucht eine Schablone, um ganz genau danach für die Frontscheibe das dann entsprechend zuzuschneiden. Diese Schablone hatte er für unser Fahrzeug nicht. Und somit ist er dann zu uns nach Deutschland gekommen, hat eine Schablone für die Sonnenblende erstellt und konnte dann später in seiner Firma mit dieser Schablone einen entsprechenden Sonnenschutz zuschneiden. Er hat inzwischen für mehr als 100 verschiedene Wohnmobile eine Schablone für die Front- und Seitenscheiben. Wer also jetzt nicht nach Schweden fahren will, das ist natürlich auch ein weiter Weg, der kann sich auch einen Sonnenschutz bei ihm bestellen und der wird dann zugeschickt und man kann sich den dann selber installieren, beziehungsweise ist ja im Prinzip nur die Magnete anbringen. Von den Herstellern Morelo, Concord, Hymer und so weiter hat er die ganzen Schablonen da. Da kann er also ohne weiteres Sonnenschutz anfertigen.
Bei Vario war es noch nicht so. Er hatte bisher noch keine für Vario hergestellt. Und somit ist unser Vario der erste, der so einen Sonnenschutz bekommt. Zwischenzeitlich hatten sich Gudrun und Bernhard auch für so einen Sonnenschutz entschieden. Und so machte das Sinn, dass wir uns alle drei getroffen haben in Wittmund auf dem Friesensee Camping. Das vielleicht auch noch, wir hatten schon immer einen Sonnenschutz für die Frontscheibe und zwar von Hindermann, der hat auch gut funktioniert. Allerdings hier muss man mit Spanngurten oder Bändern abspannen. Ich habe das später mit Saugnäpfen gemacht und man braucht auch eine Leiter, um den Sonnenschutz anzubringen. Jetzt sind wir wieder am Camping Friesensee. Ingrid muss jetzt die Scheibe von innen reinigen, denn dort werden die Magnete eingeklebt und dazu müssen die Flächen ordentlich sauber sein. Warum machst du das jetzt sauber? Anders sind die Klebmerke. Also die Magnete kommen da jetzt dran, Ja, ne? die Klebe. Ja, Und das müssen wir gut sauber machen mit Alkohol. ja, Anders dann klebt das nicht gut. gut. Wenn die Scheibe gereinigt ist, also an den Stellen, wo die Magnete hingeklebt werden, dann kann es losgehen. Man macht das am besten mit 2 Personen, Ah ja, danke. einer außen und einer im Innenbereich. Der Sonnenschutz ist ja genau auf die Größe der Scheibe zugeschnitten. Das heißt, man muss jetzt die Außenkante des Sonnenschutzes unter das Gummi der Scheibe legen oder hinhalten und dann kann man von innen den Magnet einkleben. Dann hat er genau die richtige Position. Das ist eine wichtige Geschichte. Hier kommen. Ja, hol ich mal da fast. So muss ich mal die andere Seite. Ach so, Nein, 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 nein. Tschüp, tschüp. Ja. Ja. Insgesamt werden 10 Magneten von innen in die Frontscheibe eingeklebt. Davon 4 im oberen Bereich und jeweils 3 an den Seiten. Unten braucht man keine Magnete. Wir haben uns extra mit unserem Mobil in die Sonne gestellt, damit das Tuch oder der Sonnenschutz ein bisschen warm wird, damit sich keine Falten bilden und das Tuch nachher schön glatt ist. Das ist nur beim ersten Mal wichtig, also bei dieser Installation, beziehungsweise wenn die Magneten befestigt werden. Später spielt das keine Rolle, ob es kalt oder warm ist. Jetzt bei der Erstinstallation dauert das Ganze natürlich etwas. Das ist später natürlich anders. Da geht das in wenigen Minuten, hat man da den Sonnenschutz angebracht. Es gibt diesen Sonnenschutz in 3 verschiedenen Farben. Wir haben uns hier für Schwarz entschieden. Es gibt den nochmal in Anthrazit oder Grau. Und dann gibt es den Sonnenschutz auch noch in einem Bronzeton. Man kann bei diesem Stoff von innen nach außen schauen. Von außen nach innen ist eher schwieriger. Man kann es mit der Kamera allerdings nicht so gut darstellen, wie es in Wirklichkeit ist. Auf der Internetseite der Firma RV Masters findet man noch viele Informationen zu diesem Sonnenschutz. Dort kann man auch online den Sonnenschutz bestellen. Lieferzeit circa 4 Wochen. Auf der Internetseite findet man auch die Preise. Es geht los bei 500 € für kleinere Fahrzeuge. Für unser Fahrzeug kostet das Ganze mehr als 1000 €. An den Seitenfenstern werden keine Magneten angeklebt von außen, sondern runde Metallteller im Durchmesser von 3 cm, sind dünne Teller und daran halten dann die Magneten. Dann gibt es noch einen Schutz für die Scheibenwischer, damit die Gummis ein bisschen länger halten. Das Ganze muss man nicht haben, aber so wie es bei uns ist, dass wir wochenlang, ja letztendlich monatelang immer in der Sonne stehen, halte ich es schon für wichtig, dass man solche Dinge dann vielleicht nutzt und damit das Material schützt. Natürlich haben wir auch eine Jalousie innen drin, die uns vor der Sonne schützt. Die können wir auch runterfahren dann bei Sonne. Aber die Sonne kommt ja erstmal rein durch die Frontscheibe und zwischen Frontscheibe und der Jalousie entsteht eine große Hitze und das ist natürlich nicht so angenehm und auch das Material leidet letztendlich darunter. Das haben wir ebenfalls bei unserem vorherigen Mobil immer wieder festgestellt. Nicht wegmachen. Nein, nein. Kann ich so dran lassen. Ja.
Das Tuch sollte dann mindestens 12 Stunden drauf bleiben, damit alle Falten einmal rausgehen und zum anderen, dass die Magneten, die geklebt sind, auch entsprechend fest werden. Das Ganze ist nicht nur für die Frontscheibe, du machst das Ganze oder ihr macht das Ganze auch für die Seitenscheiben. Wir machen das auch für die Seitenscheiben, zoals auf deze Vario hier und die Vario da. Und wir machen das für jede Seitenscheibe. Achso, man kann das auch für die anderen Scheiben bekommen. Auch ja. Und Ja. dann machen wir auch noch mit das gleiche System ein Winterdeck mit 3 cm Isolering. Ja, Und das ist auch das gleiche Material, das ist wasserdicht und das isoliert für Winter. ja. Du hast jetzt Schablonen für die Fahrzeuge für von verschiedenen Herstellern. Wie viele Schablonen hast du? Ich glaube ungefähr 500. 500 verschiedene Ja. Schablonen. Wenn man für exempelweise die Cartago nimmt, Ja, dann hat man 2 die gleichen Modelle. ja, Aber oft ist das nicht das gleiche Frontscheibe. ja, Die Scheiben sind immer ein bisschen, dass Und- man untersuchen muss. Die Kunden, wann die bestellen bei uns, bekommen die ein Bild von mir mit rote Lijnen drauf. Die Größe muss ich weisen, dann weiß ich auch, welche Schablone ich brauchen könnte. ja, richtig. Und man kann also rein theoretisch, beziehungsweise nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, das bei dir bestellen Ja, und der Kunde baut sich das selber ein. ja. Wenn Oder er kommt nach Schweden Die, ja, zu dir, zu Ja. euch ja, und kann da auch mit dem Wohnmobil stehen bei euch. ja, ist auch kein Problem. Ja, und Wir dann haben baut Platz. ihr das ein. Ja, genau, Ja. dann bauen wir das hin. Und wenn die Kunde online bestellt, dann Ja. mussten die ein Bestellformulier ausfüllen. Ja, Dann bekomme ich auch die richtige Data um das Wohnmobil. ja, Und dann fängt das Prozess an, dass ich die Kontrolle mache. Und wenn das alles stimmt, ja, dann schicken wir das hin. Natürlich könnten wir auch ein Fehl machen mit einem handgemacht Produkt. Wann wir das Fehl hinschicken, wir nehmen die Verantwortung. ja. Das ist überhaupt das Problem nicht. Das heißt also, man geht kein Risiko ein. Nee. Das passt, wenn du es zuschickst, Genau. und sollte es nicht passen, kann man es zurückschicken und tauschen. Ja, genau. Ja, wunderbar. Gut, dann zeigst du uns jetzt nochmal, wie man das oder wie man es abnimmt und aufzieht das Ganze. Ja. Das wollen wir uns jetzt mal angucken. Ja gut. Das Wichtigste in die erste Mal ist, man nimmt das hier, die Ecke bei Ausbauen. Man lift das op, macht die Wissenschicht darunter weg. Und dann legt man das zurück. Nicht loslassen, zurücklegen. Ja, also langsam zurücklegen, ja. Ja. Dann macht man die andere Seite, macht die Wissenschützer auch unter und jetzt kann man das wegnehmen. Also, so fällt er. Ja, dann kann ich da nehmen. Dann nimmt man die Holzspinne, man macht das in die Pocket. Und dann kann man das mit die Holzspinne auf die Frontscheibe leggen und dann nach die korresponderende Magneet gehen. Ah ja, Dann macht man das in die andere Ecke und dann ging man jetzt auf die Platz. Man macht die Wissenschützer wieder unter. Und jetzt ist man eigentlich genau auf die Platz. Ein bisschen abstellen, Ja. justieren und dann geht das Wunder boven Wunder gut. ja, Dann kann man auch noch mit die Holzspinne, kann man da oben dahin gehen. Dann geht man rein. Dann kann man 2 Sachen machen. Mit 2 Handen, aber das ist nicht so schlimm. nein, Man macht ein bisschen so. ja, Mehr braucht man nicht. Und dann Ja. kann man das justieren. ja, okay, Jetzt ist ein bisschen kalt, ja, so das Tuch ist auch ein bisschen hart. ja, Aber wenn man das in die Sonne macht, ja, dann geht das ganz einfach. Und dann Ja. ist das auch boom gleich klar, gut. klar. So funktioniert das System. Wunderbar. Und das ist das gleiche System mit die Winterdecken. Ja, achso, wenn du jetzt für den Winterschutz gegen die Genau. Kälte, dass von außen das Ja. geschützt ist dann. Ja, genau. Okay. Wunderbar. Dann haben wir noch einen Tipp. Dann machen wir die Wissenschützer wieder runter. Dann kann man die Magneten, die kann man hier auf die Wissenscheibe machen. Und jetzt
ist das ganz einfach für 2 Leute, um das aufzurollen. Ah ja. Aber das die Innenseite ist die Innenseite. Ja. Die Außenseite ist da draußen. Und dann pakt Ganz man die spezielle Tasche, Ja. die in die Garage ist. Ja, die holen wir jetzt mal. Ja. Und der Stab kommt da Der rein. geht da Und rein. braucht man zum Abnehmen für die Seitenteile auch diesen Stab oder zieht man die so Da ab? kann man so abziehen. Die kann man so abziehen. Wir schicken das durch heel Europa, Ja, Italien, Spanien, Camping. ja. Und das ist noch komplette Set ist unter 5 Kilo. Oh, mehr wiegt das nicht. Nee, mehr wiegt das nicht. Das ist gut. Und das ist auch die erste Mal, want dan die dubbele magneten auch noch mit. So reken met een 3 bis 4 Kilo. Oh ja. Und das ist Ja, das ist ja nett. Nee, das ist ja nett. das Einzige, was man mit das Material nicht machte, man machte das nicht falten. Also knicken darf man es nicht. Sollte es Knicken man darf man überhaupt Überhaupt nicht. nicht, Da nein. ist ein Vinyl-Coating drauf Ja. und dann brechen sie die Vinyl-Coating. Ah ja. Okay. Und das geht nicht mehr weg in die Sonne. Ah ja. Alles, was man jetzt hat an rinkelen, Hm? verstehen Sie rinkelen? Nein. Kreukels? Falten, ja, Ja, danke. Falten, ja. das geht weg, Ja. wanneer das in die Sonne kommt. Ah ja. Dann ist das genauso wie Wird neu. ganz glatt dann. Ganz glatt sein, kann gut Ja. sein. Ja, okay. Eine blaue. Er hat mir gestern diese graue gegeben. Ja, Frauen. Es gibt. Die Tasche ist wasserdicht. Ja. Das bedeutet, wenn die Schutz nass ist, Ja. roll das auf, mach das in die Tasche. Macht kein Problem, auch nicht für die Garantie. Passt. Material ist 10 Jahre Garantie, das sollte keine Es wird nicht schimmelig. Oder? Schimmel, ja, danke. Ja. Das würde gar nichts anfangen. Nein. Nee. Das kann. Und dann die Seitenfensters. Das ist noch einmal für die Assistent. Ja. Die Seitenfensters kann man so wegnehmen. Das Ja. ist ganz einfach. Dann kommen da auf die Seitenfensters kommen die zwarte Brieken hier. Die Ja. zijn speciaal van 3M met een Pudercoating gemacht. Ja. Ja, die hebben we in weiß, in silber und schwarz. Ja. Man könnte bei die lokale Reklamefirma Ja. een neue Kleber machen in die gleiche Farbe Ja. van das Wohnmobil. Ah ja. Und dann da Ja. aufkleben. Damit das schön aussieht. Ja. Ja. Und das geht eigentlich das gleiche. Nehmt auch die Pinne. Macht das drauf. Hopp. Das ist ja. Also man braucht keine Leiter, um das Ganze zu nee, installieren. gar nicht. Nein. Und auch das kann man ein bisschen Gerade ziehen justieren. wieder, ja genau. Man muss ein bisschen ziehen. Hopp. Ja. Genau. Okay. Und dann kommt man dann eigentlich achterom. Ja. Nein. Wunderbar. Und so einfach ist das. Robert, das hast du gut erklärt. Danke Das dir. hoffe ich. Ja, okay. Du bist auf der Fahrt oder ihr seid auf der Fahrt nach Spanien hin. Ja, jetzt fahren wir nach Spanien. Ja. Machen wir einen Urlaub. Wir Ja. sind 6 Jahre nicht mit Urlaub gewesen und das haben wir gesagt, jetzt ist das unsere Fahrt mit das Wohnmobil. Ja, nicht mit diesem Wohnmobil. Nee, mit die. Ich zeige mal, das ist auch viel größer als unseres. Und ja, das ist ein amerikanisches Wohnmobil Ja, und ist 12 Meter lang. 2005 Modell. Ja, So ein altes, aber noch immer schön gut und gefällt uns. wunderbar. Da kann ich euch beiden nur eine gute Reise wünschen und vielleicht treffen wir uns auch nochmal in Spanien. Ja, vielleicht. Alles Gute und vielen Dank für deine Erklärung hier. Oder eure. Bitte, Auge. Dankeschön. Danke. So sieht das Ganze bei beiden Fahrzeugen fertig aus. Jetzt scheint leider nicht mehr die Sonne, aber das kommt demnächst wieder. Wir fahren und auch Gudrun und Bernhard fahren demnächst Richtung Spanien und dann werden wir diesen Sonnenschutz schon gebrauchen. Jetzt noch einige Informationen zum Camping Friesensee und zwar der Frederik hat da einige Neuigkeiten. Hallo Frederik, wir sind mal wieder auf deinem Friesensee-Camping. Und ja, erzähl uns, was gibt es Neues hier auf diesem Platz? Ja, moin liebe Leute. Ja, wir kennen uns ja jetzt auch schon wieder, haben uns schon wieder mal gesehen. Bei uns ist einiges passiert seit dem letzten Mal. Tatsächlich ist das Wetter ein bisschen schlechter geworden, aber das heißt nichts. Wir sind hier heute in der Ferienwohnung Strandloft. Die hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal noch gar nicht präsentiert. Und haben so ein paar Neuerungen auch. Zum Beispiel haben wir jetzt ein neues Sanitärgebäude, das Sanitärgebäude 2. Das ist auf der anderen Seeseite so zu sehen.
Das haben wir jetzt komplett seit, ich glaube, 3 Wochen neu geöffnet und das wird von unseren Kunden natürlich schon super angenommen. Teilweise ist es auch schon so, dass die Kunden das erste Sanitärgebäude ein bisschen rechts oder links liegen lassen und direkt weiterfahren mit den Fahrrädern. Das ist auf einem sehr hohen Niveau mit einer 5-Sterne-Absaugsanlage, das ist schon ziemlich gut. Und das Sanitärgebäude werden wir dann zur nächsten Saison komplett öffnen. Das haben wir jetzt erstmal eine Teileröffnung gemacht. Genau, und zur nächsten Saison werden dann auch die nächsten 150 Stellplätze fertig, die Wiesenstellplätze bei uns. Und die Wiesenstellplätze sind so gesehen um das Sanitärgebäude umzu angeordnet. Genau. Was wir jetzt auch noch neu am Friedensee haben, gerade für die Winterzeit und die Frühjahrszeit, also wir haben ja am Friedensee das ganze Jahr geöffnet. Das heißt, wir sind schon am Silvester komplett ausgebucht. Was wir natürlich noch haben, sind freie Stellplätze an Weihnachten, teilweise auch sogar noch in der ersten Reihe, auch mit Privatbad. Und was wir natürlich auch noch haben für diejenigen, die das Wohnmobil oder den Wohnanhänger nicht beim Bauern um die Ecke im Winterquartier abstellen wollen, sondern es eben nutzen wollen, haben wir eben die Möglichkeit gegeben, dass wir eine Winterabstellung machen. Das heißt, wir haben in der 2. und 3. Reihe Stellplätze reserviert für all diejenigen, die hier zum Winter hinkommen wollen. Das kostet bei uns 5 € am Tag zuzüglich Strom. Und genau, das kann man hier bei uns buchen. Einfach eine E-Mail zu uns schreiben, info@friedensee.de, und dann kann man sich darüber ganz gut austauschen. Genau. Das war's. Danke dir für die Informationen, Frederik. Ja, dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Campingplatz. Danke. Und ich denke, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Danke. Bis dann. Ciao. Das waren noch einige Informationen zum Camping Friesensee in Wittmund. Für uns geht es jetzt Richtung Heimat und dann bereiten wir uns auf unsere Spanienreise vor. Ich sage wie immer Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.